Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich begrüße euch zum letzten Video im Jahre 2021 und zum letzten Video von Shakes and Fidget in diesem Jahr. Und ja, das ist relativ schnell vorbeigegangen und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Denn wer den Stammtisch von gestern gesehen haben sollte, der weiß, im nächsten Jahr könnte einiges auf uns zukommen. Und deswegen freue ich mich da immens drauf, vor allen Dingen, weil halt dieses Jahr so content-technisch nicht allzu sehr viel passiert ist, weil halt eben drauf gewartet wird, dass das neue Backend im nächsten Jahr erscheint und deswegen macht es ja wenig Sinn, sehr viel neue Updates zu bringen, wenn es halt mit dem neuen Backend nicht wirklich so kompatibel ist und darauf gewartet wird. Ne? Also aber auf jeden Fall da mehr zu diesem Thema im Stammtisch von gestern zum Video. Ne? Und ja, ich habe eben gerade schon, das ist mir glaube ich dieses Jahr auch noch nicht passiert, aber einmal im Jahr muss es auch sein, ich habe eben gerade schon ein Video aufgenommen. Und wir haben ja heute hier das Event mit den Lucky Coins, und also das Glückstags-Event, wo man halt 40 Mal am Rad drehen kann, 20 Mal den Würfelspieler usen kann. Und ich habe das alles so geil aufgenommen, weil ich mal wissen wollte, wie viele Ressourcen bekomme ich eigentlich auf W50 jetzt gerade da, wo es halt so doll wichtig ist. Ja, wie viel bekommt man durch 20 Mal Würfeln und Glücksrad 20 oder 40 Mal sogar. Und ihr seht, ich habe es halt schon geused alles so. Ich wollte das mit euch zusammen machen, aber leider habe ich halt vergessen, meine Tonspur zu aktivieren hier bei OBS. Deswegen muss ich das Ganze euch im Nachhinein zeigen, was wir erreicht haben. Und zwar habe ich hier angefangen mit einem Startkapital von, ich glaube, 69 Millionen Holz und irgendwas um die 30 Millionen Steine. Und habe nach den 40 Mal Glücksrad und 20 Mal Würfelspieler und ein bisschen Alu, also viel Alu habe ich noch nicht gemacht, ich habe jetzt 5 Mal Bier getrunken, habe ich schon so viele Ressourcen hier rausgecasht. Einfach nur das Größte, also größtenteils durch halt das Glücksrad und halt den Würfelspieler. Das ist immens krass, was man hier zu diesem Event an Ressourcen hinterhergeschissen bekommt. Aber es ist halt auch sehr wichtig, weil man halt eben gerade auf W50, gut, auf meinem Main ist es nachher nicht mehr so relevant hier, weil hier habe ich ja schon alles gemaxt bis auf die Edelsteinmine. Aber da auf W50 ist es halt extrem wichtig und krass, dass man halt so viele Ressourcen bekommt. Fest der Festung, unglaublich heftig, diese ganzen Events hier. Und ja, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Genauso wollte ich euch zeigen, wie ich hier den Rocky gefunden habe. Ja, den Rocky habe ich natürlich in den Quests gefunden und falls ihr den noch nicht haben solltet bei Feuer, dann solltet ihr jetzt dran denken, ihr könnt ihn heute am 31. und morgen am 1. finden im Immernachtswald und ich habe ihn auch direkt beim First Try quasi gefunden und direkt bekommen. Deswegen auf jeden Fall eine sehr geile Sache, dass wir hier das Ding auch schon direkt am Start haben. Ansonsten, wer das verpassen sollte, der muss halt eben ein Jahr lang warten, bis er dieses Pad hier wieder freischalten kann. Deswegen solltet ihr euch da auch relativ fix bemühen, um das zu bekommen. Und ja, genau, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich habe mich dazu entschlossen, hier auf dem Server, wo ich sonst immer auf Erfahrung spiele, jetzt zu diesem Festungsevent halt wirklich immer nur die kürzeste Quest zu nehmen, so, weil man halt so viele krasse Sachen bekommen kann. Holz, Steine, Seelen kannst du bekommen. Lucky Coins, gut, okay, ist jetzt, ja, ist mehr so ein Ding, glaube ich, für die Free-to-Play-Spieler als für die Leute, die reinpilzen. Und ist aber trotzdem nice to have. Und ich glaube, da wurde auch ein bisschen was an der Anzahl gefixt. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussah. Letztes Mal, es ist ja jetzt erst das zweite Mal, dass dieses Glückstags-Event, ne, so heißt das, in Shakes and Fidget erscheint, wo man halt so oft drehen kann und so oft würfeln kann und eben diese Lucky Coins bekommt. Und beim letzten Mal, da habe ich das Gefühl gehabt und viele andere Leute auch, habe ich ja so gelesen, dass da halt eben kaum Lucky Coins erschienen sind in der Alu. Und mal, hier haben wir jetzt einen Gegenstand drin. Dann nehme ich jetzt einfach mal das hier an, in der Hoffnung, irgendwas anderes zu bekommen. Schön, eine Frucht noch, schöne Pflaume hier. Und ja, also beim letzten Glückstags-Event kam halt kaum irgendwelche Lucky Coins in der Alu vor. Das hat sich jetzt diesmal gefühlt schon ein bisschen geändert. Also jetzt von den ersten Alu-Geklicke, was ich hier so durchmache, da
habe ich so das Gefühl, da kommt einiges mehr an Lucky Coins dieses Mal als letztes Mal. Ich weiß aber nicht ganz genau, was ich davon halten soll, weil ja, auf der einen Seite ist es natürlich cool, man bekommt gratis Spins, so ist natürlich ganz nice. Auf der anderen Seite gehen einem dann natürlich aber auch die Ressourcen flöten, weil das natürlich mit diesen Lucky Coins, die ja, belegen natürlich einen Platz, wo auch gute und wichtige Ressourcen vorkommen könnten. So, und deswegen weiß ich nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Wie gesagt, für Free-to-Play-Spieler ist es, denke ich mal, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event. Auch wenn die jetzt von den Free-Spins oder ich sag mal 40 Mal drehen jetzt nicht allzu viel von haben werden. Ja, weil das natürlich, ja, man braucht da ganz schön viele Pilze zu, wenn man jetzt keine Lucky Coins, also keine Flimmerkisten schaut jetzt. Ansonsten ist es natürlich kein Problem. Wer jetzt Flimmerkisten schaut als Free-to-Play und halt auch gut welche bekommt, der kann sich hier sogar, ja, relativ viele Pilze sichern an einen Tag, wenn man halt hier gut durchdreht, und das ist natürlich auch sehr, sehr nice für die Free-to-Player. Ansonsten 20 Mal hier würfeln ist auch ein Segen, weil wenn man hier zu diesem Event halt so oft hier Holz und sowas bekommt, ich kann ja nochmal auf meinem Battlematch das gleich zeigen, da habe ich es noch nicht gemacht, ist das natürlich auch ziemlich, ziemlich krass für den Ressourcenhaushalt. Und ich habe so die Erfahrung gemacht bisher, wenn man halt so normal 10 Sanduhren in die täglichen 10 Würfeleinheiten rein investiert, bekommt man plus minus 0 am Ende auch ja, so raus, sodass man hier meistens zumindest immer sich das einigermaßen so ausgeht am Ende des Tages. So. Ja, wir gehen nochmal auf den Battle Mage, denn hier haben wir das Ganze noch nicht gemacht. Wir können mal gucken. Ist natürlich auch übel nice, weil wir haben es ja auch gleichzeitig Gold-Event. Und das ist auch eine ziemlich geile Aktion, um hier Gold zu farmen. Wir haben jetzt schon 3-mal Gold bekommen. Ist mir hier auf dem Account und auf meinem Main eigentlich das Wichtigste so. Alles andere eher nebensächlich. Jetzt 4-mal, 5-mal haben wir jetzt hier Gold bekommen. Das ist schon 6-mal, 7-mal. Und das war's. Wir haben 7-mal Gold bekommen. Einfach 528 Millionen alleine durch das Glücksrad bekommen. Das ist schon sehr, 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 sehr heftig. Auf meinem Main habe ich nicht allzu viel Glück gehabt. Da habe ich, glaube ich, nur 3-mal bei 40 Spins Gold bekommen. Aber das kenne ich auch nicht anders auf meinem Main. So ist das nun mal. Und ja, wenn man jetzt noch hier die Würfelspieler noch mitnimmt, hier, weiß nicht, Epics kann man auch immer gebrauchen. Hier, Kristalle kann ich auch gebrauchen. Dann hat man schon ziemlich ordentlich Gold generiert, alleine durch halt eben, ja, durch halt den Würfelspieler und das Glücksrad. So, hier auf meinem Battlematch ist es natürlich ein bisschen anders. Auf meinem Main, auf W50 würde ich natürlich auch ein bisschen mehr auf Ressourcen gehen. Da habe ich die ganze Zeit Steine und Holz ausgewählt. Hier gehe ich halt eher darauf, Kristalle und Gold zu nehmen, und den Rest lasse ich halt liegen, auch wenn die potenzielle Chance hier da ist, so wie hier. Beim nächsten dann halt ja, Holz zu bekommen. Nice, aber da nehme ich dann lieber sowas mit. Oder die Teile, die sind auch sehr episch. Ja, bei 4-mal Epics bekommt ihr halt auch schon eine Epic-Waffe. Und das ist schon auch ziemlich cool. Und ich denke mal für Free-to-Play-Spieler auch. Also ich finde das für Free-to-Play-Spieler halt echt ein cooles Event, muss ich sagen. Glückstag. Auch wenn man sich das nicht jeden Tag leisten kann, 40 Mal am Rad zu drehen, ist es trotzdem mal eine ganz coole Aktion, wenn man sich halt ein paar Lucky Coins zusammenspart oder so und dann halt eben da komplett ausrastet bei dem Event, weil halt auch wieder so viele andere Events sind, so wie Glanzparade des Goldes hier, ne? Seelen und Festung hier, die Ressourcen, die man halt aus dem Rad bekommt, das lohnt sich halt eben schon, da mal halt auch ein paar Pilze dazulassen, und ihr habt halt auch immer die Chance, eben Pilze zurückzubekommen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ne? So, und ihr habt ja gesehen, ich konnte es leider nicht beweisen, weil ja, ich habe die Videospur leider, wie gesagt, ohne Sound aufgenommen. Das bringt euch ja dann auch nichts, wenn ihr mich dann hier seht und dann einfach nur ein Stummfilm läuft. Ja, aber wir haben halt echt von Zero to Hero hier. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video irgendwo gezeigt habe oder so, meine W50 Ressourcen, aber alleine jetzt dadurch sieht man den Vergleich, dass es auf jeden Fall ziemlich krass ist. Nehmen wir die Seelen mit, brauchen wir eigentlich nicht, deswegen lasse ich die einfach liegen und hoffe auf den nächsten. Gut, da haben wir zumindest Holz, bringt uns jetzt auch nicht viel. Ich glaube, jetzt haben wir hier, wir haben kein einziges Mal Gold bekommen hier, glaube ich, beim Hütchenspieler. Das ist nicht so lucky gewesen. Dafür waren wir halt umso glücklicher beim Glücksrad gewesen und haben halt hier einfach
558 Millionen rausgezogen. Das lohnt sich schon und das verskillen wir jetzt auch. Und dann sind wir nachher auch hier schon bald am Ende. Ne? Es ist halt heftig, dass das Event halt eben heute läuft, morgen läuft. Und ich glaube, Sonntag müsste es ja eigentlich theoretisch auch laufen. 3 Tage. Das ist schon eine ziemlich geile Aktion. Und da kann man sich halt eben mit Ressourcen zuscheißen hier. Ne? Vor allen Dingen, weil man halt auch hier die Soldaten, da hat man halt auch die halbe Bauzeit dafür. Das heißt, man kann sich hier auch gegenseitig viel mehr Kämpfe zuschicken und sowas, wodurch man halt auch deutlich mehr Ressourcen bekommt. Und das ist halt eben ganz cool. Vor allen Dingen halt auch auf W50 zu sehen. Hier sind halt die Leute am Start, die ordentlich die Festung oder besser gesagt die Edelsteinmine skippen. Und deswegen ja, bin ich gespannt, was hier nach dem Event auch für Edelsteine da am Start sind. Okay, aber für das Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Es ist das letzte Video in diesem Jahr. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses Jahr 2021. Es ist viel passiert. Es ist, wenn man so zurückblickt, schon echt ja, krass auf jeden Fall hier YouTube-technisch vorangegangen. Und dafür bedanke ich mich sehr bei euch. Ich danke, dass ihr hier schon viele, viele Jahre ja, mich begleitet hier auf YouTube und bei Shakes and Fidget und so und dass ihr da auch immer noch so weiterhin interessiert seid. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als euch einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Kommt ja, gesund und munter ins neue Jahr 2022 an. Das klingt irgendwie cool, 2022. Und ja, Böllern ist ja verboten, deswegen brauche ich ja nicht sagen. Oder ich sage es trotzdem, passt auf euch auf. Ja, das kann man immer mal sagen. Deswegen, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Gute wünsche ich euch im neuen Jahr. Und ansonsten bedanke ich mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.